Herzlich willkommen auf der Intergeo 2025. Ich bin hier mit unserem Bestandskunden Hendrik von Vermessung Franken. Hendrik wird uns ein bisschen was dazu erzählen, wie er mit dem MLX arbeitet, wie er mit Navis arbeitet seit den letzten 9 Monaten. Würdest du dich einfach einmal ganz kurz vorstellen, was ihr macht, Hendrik, und wie ihr den MLX jetzt bei euch einsetzt? Ja, sehr gerne. Also wir sind ein 20-Mann-Betrieb, klassisches Vermessungsbüro, öffentlich bestellter Vermessungsingenieur und machen quasi hauptsächlich Baubegleitung, also sprich vom blanken Grundstück, Grenzsteine setzen bis Absteckung und dann nachher auch Gebäudeeinmessung. Sind aber natürlich auch weit orientiert, ne, mit Drohnenvermessung, aber auch zum Scannen gekommen, weil immer mehr Grundrisse angefragt werden. Und da sind wir auf euch gestoßen und seit knapp 9 Monaten, sogar 10 jetzt mittlerweile Kunde. Und ja, ich glaube, da gehen wir jetzt gleich ein bisschen drauf ein. Okay, ja super, danke für den Überblick. Mich würde jetzt so am meisten interessieren, wie du sagst, seit 9 Monaten habt ihr jetzt den MLX, ist euer erster SLAM-Scanner, soweit ich weiß. Wie hat der Scanner so euer Geschäftsgeschehen verändert? Habt ihr neue Use Cases dadurch bekommen? Wo seht ihr eigentlich die größten Vorteile an so einem SLAM-Gerät? Wir hatten vorher schon Scanner von anderen Firmen, aber terrestrische, nur zum Aufstellen. Und dadurch, dass wir auch viel mit Architekten kooperieren, die beispielsweise, wenn Kunden das komplette Haus sanieren wollen, die einfach nochmal neue, frische Pläne haben wollen oder Altbestand, da sind oftmals gar keine Pläne mehr vorhanden. Ganz früher ist man mit einem Disto hingegangen. Bei Altbestand, keine geraden Wände, findet man halt oftmals, dass eine Wand einen Bauch hat oder man erfasst halt nur punktuell die Werte und Breiten, Abmaße von den Räumen. Dementsprechend sind wir auf einen terrestrischen Scanner dann irgendwann mal umgestiegen. Da die Anfragen aber auch zugenommen haben, mit dem terrestrischen Scanner braucht man für ein normales Einfamilienhaus, sage ich jetzt mal, ja, 2, 3, wenn es ein bisschen verschachtelter ist, auch mal 4 Stunden mit der Vorarbeit. Vorarbeit haben wir natürlich mit dem MLX auch in Form von Passpunkten. Aber ein Einfamilienhaus laufe ich mit Fotos in ungefähr einer halben Stunde. Und dann habe ich wirklich schon viele Fotos gemacht. Die Arbeit im Innendienst ist ja bei dem terrestrischen oder bei dem MLX mit dem SLAM-Scanner quasi die gleiche. Wir konstruieren natürlich die Grundrisse und das erspart uns einen halben Tag vor Ort, je nach Anfahrt, und dadurch kriegt man mehr Projekte getan. Und ja, man muss bei der Prozessierung, kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, aber um das schon mal vorwegzunehmen, man schmeißt die nachmittags an und kann am nächsten Tag, ohne dass man sich einen Kopf machen muss, in einem referenzierten System, die Punktwolke ist ja koloriert und referenziert, dann schon anfangen zu arbeiten und hat im Arbeitsablauf tatsächlich dann hinten raus, bevor es durch den eigenen Rechner gelaufen wäre, einen halben Tag bis Tag auf jeden Fall gespart. Okay, ja super. Also das heißt zusammengefasst, die Zeitersparnis und die Menge an Projekten, die ihr jetzt einfach umsetzen könnt, hat sich dadurch gesteigert, was ich da jetzt raushöre. Ja. Genau, du hast es ja gerade auch schon erwähnt, ihr habt davor schon Laserscanning betrieben mit terrestrischen Scannern. Gerade bei Vermessern, gelernten Vermessern, ist ja bei SLAM auch immer die Genauigkeit so eine Frage. Ihr habt ja wahrscheinlich auch eure Tests und Vergleiche gemacht. Auf was für Ergebnisse seid ihr denn bei euch intern gekommen bei dem MLX in Fragen Genauigkeit und Datenqualität? Ja, also wir haben es natürlich vorher getestet, bevor das erste Projekt auf die Welt losgelassen wurde, haben wir die eigenen Büroräume mal gescannt. Man muss fairerweise sagen, dass der terrestrische Scanner, wenn man jetzt Ecken scannt, man sieht, dass man kriegt ja nie die genaue scharfe Ecke, sondern immer so eine Art Radius. Dass der terrestrische einen Ticken mehr die richtige Ecke abbildet als der MLX. Aber da sprechen wir in Bereichen von einem halben Zentimeter vielleicht, maximal einen Zentimeter. Effektive Genauigkeit, man redet ja auch von nicht perfekt geraden Wänden. Sage ich mal, liegt das irgendwo zwischen 1 und 2 Zentimeter und das ist für Architektenplanungen vollkommen ausreichend. Deswegen sehen wir da eigentlich für diese Grundrisse, nutzen wir eigentlich nur noch die SLAM-Variante, weil es einfach schneller geht. Ab und an arbeiten wir hybrid, wenn wir jetzt ganz große Projekte haben oder es vielleicht mal eine super ganz enge Treppe runtergeht, um einfach schneller zu sein, weil wir immer im 2-Mann-Trupp sind, ein bisschen Vorarbeit, die Passpunkte legen, ausleuchten, Türen mal aufmachen, falls die nicht dauerhaft auf sein können, Feuerschutztüren und maximal eine Hybridlösung. Aber ich sag mal, die Verteilung der Scans ist mittlerweile schon auf 90% der mobile Scanner und 10% noch der terrestrische tatsächlich. Okay, ja, das hört sich ja schon mal sehr gut an. Ich glaube, gerade wenn man schon Scan-Erfahrung hat, einfach die Tools zusammen einzusetzen, macht ja dann wirklich am meisten Sinn und nicht auf eines zu schwören, sondern wirklich zu kombinieren in den richtigen Fällen. Du hast es gerade schon erwähnt, die Prozessierung, wie du schon sagst, bei terrestrischen Scannern kann ja teilweise im Büro auch noch ein bisschen dauern.
Wie ist da eure Erfahrung mit Navis-Daten und vor allem in Navis Ivion bei der Prozessierung? Also wie gerade schon kurz angerissen, ne, wir haben teilweise auch große Projekte, die wir jetzt damit schon bearbeitet haben, wirklich mit dem Mobilen. Da rede ich dann über einen ehemaligen Flugzeughangar. Da hat man schon einen groben Überschlag oder einen Straßenzug mal, wo man schon von größeren Datenmengen, also da habe ich 2 x 50 Minuten mit dem Mobilen gescannt, dann kann man sich überlegen, wenn man ein Stativ hätte und das immer mitschleppen muss bei einem Außenscan-Zeit von vielleicht 2 Minuten, damit alles erfasst wird, versus mobil einmal hin, einmal zurück, die Zeitersparnis. Und wir haben natürlich auch für andere Vermessungen Auswerterechner, aber es ist natürlich sehr entspannt, weil man den Außendienst ja immer plant und an dem Tag, wo man im Außendienst war, man kommt nicht super früh rein und dementsprechend plant man natürlich die Prozessierung. Müsste man die jetzt selber am eigenen Rechner noch betreuen, muss die Hardware stimmen. Da haben wir sicherlich auch den Rechner vielleicht für, aber dauert natürlich auch die Zeit. Man müsste gucken, passt das alles. Und Ablauf ist eigentlich so, dass wir vor Feierabend dann den im Ivion anschmeißen. Sehr praktisch auch mit den Passpunkten. Und einfach am nächsten Morgen, beziehungsweise ich gucke ja dann auch abends oder morgens früh schon mal rein über die Mail, die Benachrichtigung bekommen, dass der Scan schon durchgelaufen ist und man einfach weiß, man kann am nächsten Morgen anfangen, ohne dass jetzt irgendwie durch ein Update oder eine Sicherung irgendwie was mit dem eigenen Rechner nicht getan hat, wo man dann vielleicht wieder einen Tag durch verliert. Das passiert damit einfach nicht. Und bis jetzt müssen wir sagen, sind wir damit sehr zufrieden. Auch die Georeferenzierung durch die Passpunktdatei, die man einlesen kann im Ivion, funktioniert super. Ja. Also wir hatten auf dem Display mal eine Verdrehung angezeigt. Das war irgendwie unser 3., 4. Projekt. Man lernt ja erst bei Fehlern, ne, wo man ein bisschen nervös wurde, auswerten lassen und in der finalen Datei war davon nichts mehr zu sehen. Alles klar, ja, es ist ja auch ein ganz neuer Schritt für euch gewesen, wie du sagst, 9 Monate jetzt. Das heißt, es ist jetzt zum Daily Business angekommen. Wie war denn eure Erfahrung bezüglich Kundensupport, Onboarding und Kontakt allgemein mit Navis in der Zeit? Da kann ich wirklich nur von schwärmen. Wir sind ja auch im regen Austausch und von der Erstbetreuung zum Kauf. Also damit fing es schon an. Wir haben uns um Weihnachten letztes Jahr rum entschieden, das doch zu machen. Und dann innerhalb von 1,5 Wochen war der Scanner mit frühzeitig freigeschaltetem Onboarding und der Kontakt schon da. Sodass ich glaube, am 3. Januar war er da. Dann hatten wir einen Tag, um quasi den Probescan schon mal zu machen. 2 Mitarbeiter vorher aber schon durch den Zugang geschult und haben dann am Montag nach dem Wochenende direkt gescannt. Alles super und auch die Nachbetreuung. Wir haben ja das Interview auch geführt. Und also Ansprechpartner eigentlich immer verfügbar. Ich sag mal, späteste Rückmeldung ist ja ein halber Tag, wenn überhaupt. Ne? Also da telefonisch wie E-Mail. Da sind wir super zufrieden und deswegen läuft die Zusammenarbeit auch so gut, wie sie läuft und da sind wir weiterhin guter Dinge, dass wir das fortführen werden. Ja, super. Hört sich sehr gut an. Ist genau das, was wir uns auch vorstellen. In so kurzer Zeit dann auch so viel schon zu scannen, ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass ihr die Technologie gerne einsetzt und euch ja auch wirtschaftlichen Nutzen bringt. Wenn man so ein bisschen den Blick auch in die Zukunft macht, habt ihr irgendwelche Wünsche an Navis? Was wünscht ihr euch oder habt ihr auch noch Ideen, wie ihr die Technologie mehr in der Zukunft einsetzen wollen würdet? Also erstmal noch vorweg, wir hatten ja erstmal gar nicht damit gerechnet, dass das so einen Anklang finden wird. Ne? Also das Scannen ist seit diesem Jahr extrem viel geworden. Hatten überlegt, dass der nach 2, 3 Jahren sich rentiert und sind tatsächlich jetzt schon an dem Punkt, wo wir die Units aufgebraucht haben, wo wir erst noch überlegt haben, ja, was macht man denn, wenn man noch 1 Million übrig hat? Also noch 1, 2 Projekte, dann ist das aufgebraucht. Das heißt von daher alles super. Zukünftig, klar, natürlich weiter am Support arbeiten. Ne? Vielleicht, wenn, ich sage jetzt mal, eine Facelift-Version vom MLX oder die weiterhin entwickelt werden, ne? Dass man mitwirkt, weil wir von der Software und der Funktionalität einfach überzeugt sind. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass man in der prozessierten Datei quasi nochmal die in der Höhe durchgehen kann. Ne? Also wenn man Sachen über 2 Etagen hat, dass die dann vielleicht nicht übereinander liegen, man sich die aber separat anpassen kann. Also vielleicht so 1, 2 Tweaks an der Software noch, die dann auch ausbaufähig sind, aber grundsätzlich für die Intuitivität funktioniert das schon sehr gut. Sind wir eigentlich guter Dinge und sind halt jetzt, wir stehen schon davor vor dem VLX, wir haben bis jetzt nur die kleinere Variante und dadurch, dass Lageplanvermessung, Straßenaufmaß immer interessanter wird für größere Datenmengen,
sind wir eventuell an der größeren Variante interessiert, ne? Weil einfach noch mehr Punkte erfasst werden. Man hat noch schärfer die Kanten dazu und ja, da gucken wir mal, wenn das noch weiter aufweitet, ob man den Fuhrpark an Geräten erweitert. Okay. Ja, das hört sich schon mal vielversprechend an. Wir schauen noch, was passiert. Vielen Dank schon mal für das Gespräch. Super interessant, den Einblick zu bekommen. Dann erstmal Prost auf Navis und dann schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt. Ja, vielen Dank. Ja, danke dir, Hendrik.